IEF Werner, Ihr Spezialist für raffinierte Automatisierungslösungen und anspruchsvolle Handhabungsaufgaben. In diesem Video erklären wir das Einrichten Pressen auf Kraft an unserer Servopresse iPress. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. Wählen Sie die Registerkarte Ablauf und geben den Ablaufnamen im vorgesehenen Feld ein. Hinweis: Beim Pressen auf Kraft wird der Pressvorgang über die Kraft gesteuert. Es erfolgt keine Abschaltung bei einem bestimmten Weg. Wechseln Sie über den Pfeil-Button zum Eingabefeld Pressen auf Kraft und aktivieren Sie dieses. Geben Sie im Bereich B- und Entladen die gewünschten Werte ein. In der Vorposition fährt die Presspinole nah ans Werkstück ran, berührt es aber nicht. Diese richten Sie unter Vorposition Position ein. Legen Sie im Kraftbereich die maximale Presskraft fest. Dieser Parameter dient als Sicherheit des Wertes, den Sie bei Presskraft eingeben. Tragen Sie die gewünschte Presskraft und die entsprechende Geschwindigkeit ein. Wird die Presskraft versehentlich zu hoch angesetzt, ist sie dennoch begrenzt durch den Kraftbereich. Unter Nachschub haben Sie die Möglichkeit, durch die Parametrierung verschiedener Werte die Presskraft annähernd genau erreichen zu können, ohne dass es zu einem Überschwingen kommt. Das funktioniert, indem wir uns mit kleinen Schritten an die eingestellte Presskraft annähern. Die Schrittweite gibt die Größe der Schritte an, mit der sich die Presse ab Erreichen der Vorposition bis zum Erreichen der Presskraft bewegt. In unserem Beispiel gehen wir in 5 μ-Schritten, bis wir die voreingestellte Kraft erreichen. Die Vorposition beim Nachschub ist ein prozentualer Wert der Presskraft. Diese hat nichts mit der Vorposition zu tun, die Sie einstellen, um die Pinole nah ans Werkstück zu fahren. Die maximale Anzahl Schritte geben an, wie viele Schritte gemacht werden sollen, um die Presskraft zu erreichen. Den ersten Versuch starten wir mit 10 Schritten. Wird innerhalb dieser Schrittzahl die Presskraft nicht erreicht, wird der Pressvorgang abgebrochen. In diesem Fall können Sie die Werte anpassen und noch einen Versuch unternehmen. Sind alle Werte passend eingegeben, speichern Sie das Ganze mit dem großen Speichern-Button. Zum Laden dieses Ablaufes in den Arbeitsspeicher drücken Sie den Button Anwenden neben Speichern. Wechseln Sie als nächstes zur Registerkarte Rezept und geben dort den Rezeptnamen in der oberen Zeile ein. Um den ersten Pressvorgang zu starten, drücken Sie unten den Button Start. Die Presse führt den zuvor erstellten Pressvorgang aus und der Kraftwegverlauf wird dargestellt. In der Kurve können Sie sehen, wie viele Schritte es brauchte, um die Presskraft zu erreichen. Gegebenenfalls können Sie dann die Eingaben noch optimieren. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung.